Warum sagen Deutsche so oft, ich hätte gern, ich würde sagen oder ich könnte dir helfen? Genau darum geht es heute. Ich erkläre dir den Konjunktiv 2 ganz einfach, damit du im Alltag höflicher, natürlicher und sicherer sprechen kannst. Denn diese Formen hörst du ständig. Im Café, im Büro, in Gesprächen mit Freunden und auch dann, wenn jemand einen Wunsch, einen Vorschlag oder einen Rat ausdrücken möchte. Der Konjunktiv 2 ist eine Form, mit der du oft höflicher, vorsichtiger oder weniger direkt klingst. Du benutzt ihn zum Beispiel für Wünsche, Ideen, Möglichkeiten, Bitten oder Ratschläge. Statt sehr direkt zu sprechen, machst du den Satz weicher. Genau deshalb ist der Konjunktiv 2 im Alltag so wichtig. Die einfachste und wichtigste Form ist Würde plus Infinitiv. Zum Beispiel, ich würde kommen, wir würden warten, sie würde mitgehen. Diese Struktur ist sehr nützlich, weil du sie mit ganz vielen Verben benutzen kannst. Wenn du unsicher bist, ist Würde plus Infinitiv oft die beste und einfachste Lösung. Im Alltag hörst du besonders oft hätte gern und würde gern. Im Café sagst du zum Beispiel, ich hätte gern einen Kaffee. Im Restaurant kannst du sagen, ich würde gern zahlen. Oder am Telefon, wir würden gern einen Tisch reservieren. Diese Sätze klingen freundlich, normal und sehr natürlich. Genau so sprechen viele Menschen im Alltag. Jetzt kommen sehr wichtige Formen: könnte, müsste und sollte. Ich könnte dir helfen zeigt eine Möglichkeit. Du müsstest früher kommen klingt vorsichtiger als du musst früher kommen. Und du solltest mehr schlafen ist ein Rat. So klingst du nicht hart oder streng, sondern ruhig und natürlich. Auch hätte und wäre sind sehr wichtig. Du kannst sagen, ich hätte mehr Zeit, wenn ich nicht arbeiten müsste. Oder das wäre besser. Oder ganz einfach, ich wäre jetzt gern zu Hause. Mit hätte und wäre drückst du oft Wünsche, Vorstellungen oder nicht reale Situationen aus. Diese Formen brauchst du sehr oft im echten Deutsch. Jetzt siehst du den Unterschied sehr gut. Direkt klingt zum Beispiel, gib mir die Karte, ich zahle jetzt, hilf mir. Höflicher klingt, könnten Sie mir die Karte geben? Ich würde jetzt zahlen. Könntest du mir helfen? Der Inhalt ist fast gleich, aber der Ton ist ganz anders. Genau dafür ist der Konjunktiv 2 so nützlich. Schauen wir auf echte Alltagssituationen. Im Café. Ich hätte gern einen Tee. Bei der Arbeit. Ich würde den Termin verschieben. Mit Freunden. Wir könnten morgen ins Kino gehen. Am Telefon. Könnte ich bitte mit Frau Meier sprechen? Wenn du diese Sätze lernst, wirst du den Konjunktiv 2 nicht nur verstehen, sondern auch sofort selbst benutzen können. Sehr oft kommt der Konjunktiv 2 auch mit wenn. Zum Beispiel, wenn ich Zeit hätte, würde ich mehr lesen. Oder wenn ich Geld hätte, würde ich reisen. Hier sprichst du über etwas, das im Moment nicht real ist oder nicht sicher ist. Das ist eine sehr typische Struktur und du hörst sie ständig im Alltag. Hier passieren häufige Fehler. Natürlich kannst du sagen, ich will gern zahlen, aber ich würde gern zahlen klingt im Alltag oft besser und höflicher. Ich kann dir helfen ist möglich, aber ich könnte dir helfen klingt weicher. Und statt das ist besser hörst du oft das wäre besser. So klingst du natürlicher. Probieren wir es kurz zusammen. Wie heißt es richtig? Ich gern einen Kaffee. Wir morgen kommen. Du mehr lernen. Das gut. Denk kurz nach. Die richtigen Antworten sind hätte, würden, solltest oder je nach Bedeutung müsstest und wäre. Merke dir, mit dem Konjunktiv 2 klingst du im Deutschen oft höflicher, ruhiger und natürlicher. Besonders wichtig sind würde, hätte, wäre, könnte, müsste und sollte. Lerne am besten ganze Alltagssätze wie ich hätte gern einen Kaffee, ich würde gern zahlen oder ich könnte dir helfen. So wird der Konjunktiv 2 viel einfacher.